Ihr seht richtig, wir probieren heute den Aufschlitzer aus in Licht. Ja, ich tue es heute. Ich hoffe, er ist so gut, wie er klingt. Ich habe ihn schon einmal kurz probiert mit so ein bisschen improvisierten Bauteilen. Hat nicht so gut geklappt, aber wir werden heute mal genauer testen und machen. Wirklich komplett versuchen, so gut es geht, ihn zu bauen. Und ich hoffe, dass er so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Kurz zu seinen Skills. Auf seinem ersten Skill hat er einfach ganz normal einen Double-Hit, wo er unheilbar macht, bis 70%. Der Multiplikator ist mit Angriff. Dann hat er den Bumerang-Hut. Der ähnelt ein bisschen den Kung-Fu-Girls mit ihrem zweiten Skill, dass sie da eine Wahrscheinlichkeit haben, nochmal einen Hit mehr zu machen mit der Fähigkeit. Hier steht auch, greift den Feind an, erhöht deine Aktionsleistung um 50%, der Schaden basiert auf deiner Geschwindigkeit. Nachdem du während deines Zuges andere Fähigkeiten eingesetzt hast, besteht eine 30%ige Chance, diese Fähigkeit automatisch auszulösen. Und Geschwindigkeit wird hier mal eins gemacht, das heißt, die Geschwindigkeit plus 220 als Prozent wird zum Angriff multipliziert. Der letzte Skill, der sehr interessant ist, meiner Meinung nach, ist der hier, der Alleszerstörer 3000. Wirft zufällig Gegenstände aus seinem Hut, um einen Feind viermal anzugreifen. Und je nachdem, welchen Stat man höher hat, ist die Wahrscheinlichkeit höher, den entsprechenden Item zu bekommen. Bei Angriff gibt es ein Beil, bei bei Verteidigung Hammer, bei LP Flasche und Geschwindigkeit Granate. Und die haben natürlich alle was anderes. Also können alle was anderes. Fügt für 2 Runden Verteidigung senken zu, fügt für eine Runde Betäuben zu, fügt für 2 Runden Gift hinzu, verursacht Verteidigung ignorierenden Schaden. Ähm, Ich versuche auf jeden Fall auf Geschwindigkeit zu gehen, um ignorierenden Schaden zu machen, weil, wie ihr schon gemerkt habt in den letzten Videos auch, wo ich einige Monster vorgestellt habe, ignorierender Schaden ist sehr, sehr stark in diesem Spiel momentan, weil es extrem im Tankmeter ist und wir versuchen natürlich so viel es geht zu ignorieren. Als zweites würde ich eher Angriff empfehlen. Ich hatte letztes Mal so ein bisschen Hybrid gebaut mit Angriff und Verteidigung, aber ich muss ehrlich sagen, ja, Betäubung schön und gut, aber wir wollen ja denjenigen wegnuken. Man kann natürlich gucken, wie man Lust hat, den zu spielen. Man muss den nicht auf Damage spielen. Man kann den natürlich auch komplett auf Verteidigung und EP spielen und versuchen als CC zu spielen. Aber würde ich jetzt eher weniger beraten. Aber man kann es ja mal probieren. Genau. Warum will ich ihn auf Angriff spielen? Wegen dem zweiten Attack, weil der komplett auf Attack und Geschwindigkeit skaliert. Ähm, Dadurch, dass wir den Angriff haben, in diesem Bereich und hier halt Verteidigung und Angriff haben, würde ich eher auf Angriff tendieren, weil man einfach mit dem Fähigkeit halt auch nochmal zusätzlich Schaden machen kann. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob die Chance pro Hit zählt oder nur pro Fähigkeit. Zumindest steht hier nur pro Fähigkeit, aber ich habe irgendwie das Gefühl, wenn man diese Fähigkeit einsetzt, setzt er das trotzdem immer ein. Mal schauen. Wir werden es testen. So. Jetzt gehen wir auf die Bauteile und gucken wir mal, was wir zusammen basteln können. So, da sind wir wieder zurück. Ich habe jetzt einfach mal gedacht, ich probiere es jetzt mal in dem Konstellation, weil ich habe jetzt nicht viel Crit Rate drauf bekommen. Knapp 50%. Ich habe jetzt versucht, so schnell wie es geht. Also ich möchte ja wirklich, dass er die Granaten castet, weil hier steht, je höher der entsprechende Wert ist, desto höher ist die Chance, diesen Gegenstand zu finden. Und das ist unser Ziel, zu versuchen, zumindest das zu bekommen. Deswegen versuchen wir jetzt erstmal viel Geschwindigkeit reinzumachen und zu gucken, ob das überhaupt funktioniert. Und haben jetzt die anderen Sets erstmal ein bisschen weniger und gucken, dass wir einfach nur critten. Crit Damage ist jetzt auch jetzt nicht viel. Ja. Und das ist jetzt gerade unser Ziel. Mal gucken. Mal gucken. Oben, nämlich mein Standardteam. Ich habe jetzt ihn nur ein bisschen langsamer gemacht, weil ich für ihn die Bauteile genommen habe. Ich hoffe, das Team wird jetzt nicht outspeedet, aber wir werden sehen. Na gut, schauen wir mal. Oh, so. Ui. Ja, wir wurden outspeedet, Leute. Das ist, hätte in die Hose gehen können. So, so, tschüss. Das Team kennt ihr, habe ich ja schon in den anderen Gebietskrieg-Videos schon gezeigt. Und ich hoffe, ihr habt das alle schon gebaut.
Weil das Team ist einfach insane. Also ich spiele das die ganze Zeit und wie ihr sehen könnt, es ist super easy gegen die Söldnermutter. Ja gut, dass sie jetzt ein bisschen schneller ist, lag halt daran, dass mein Ingenieur gerade so langsam ist. Aber es liegt daran, dass er halt die Bauteile umgeändert hat und ein bisschen langsamer gemacht hat. Normalerweise hätte er 30 Speed mehr. So. Oh, okay, okay. Oh, ja. Na gut, das war blöd. So, nächstes Ziel. Mal gucken, ob wir hier was reißen können. Ich bezweifle es, dass wir dagegen eine Chance haben, aber wir probieren es. Also, ich denke mal, wir sind zumindest schneller. Ich will einfach mal testen, ob es klappt. Wir haben ja in der letzten Runde halt leider keine Chance gehabt. Okay, ist auf. So. Ähm, natürlich möchten wir eigentlich die raus haben, right? Wir machen mal auf mal 1, ich will mal wissen, was passiert. Aber sie ist jetzt Full HP. Denken wir, wir gehen erstmal auf den. Hat ja auch Affinität, dunkel. Vielleicht macht das ja was. So, schauen wir mal. Okay, erste Granate, zweiter Hammer, dritter Beil, vierter Beil. Ah, das ist nicht das, was ich erhofft habe, muss ich ehrlich gestehen. Ist dann. So, Silence. Okay, ist dann. Okay, damit, das ist auf jeden Fall der Skill. Ja, gut. Na gut. Ich für uns. Dann. Schade. Aber wie ihr gesehen habt, also das Speed an sich ist grauenhaft. Also wir hatten sehr viel Speed und dennoch ist die Granate, glaube ich, nur einmal gefallen. Was ein wenig traurig war, muss ich ehrlich gestehen. Ein bisschen mehr hätte ich schon erwartet. Hm. Naja, im dritten Kampf habe ich jetzt ihn nicht mehr benutzt, weil ich den Kampf gewinnen wollte, weil ich meine, ich darf jetzt auch als Skill-Leader natürlich nicht zu viel trollen, deswegen habe ich das Team jetzt gerade genommen. Also, bin ausgewechselt mit dem Dunkel, weil ihr dürft nicht vergessen, der Dunkle skaliert ein bisschen mehr mit Speed und dann macht er auch weniger Schaden wegen dem Baumbarbar, deswegen haben wir ausgetauscht mit dem Baum Clockwork. Also das Team wie davor mit dem Dunkel und Baum. Fürs zweite Team habe ich einfach mal ein Super OP-Team genommen, einfach weil ich wollte jetzt auch nicht jedes Mal ein Unentschieden machen, weil ich hier trolle, weil ich jede Sachen teste. Ich werde jetzt auch gleich nochmal anders testen und mit eigener Verteidigung gucken. Deswegen habe ich einfach das hier genommen und wollte gewinnen auf jeden Fall. Da ist schon wichtig, dass ich da gewinne. Sonst ist es ein bisschen blöd, wenn ich jedes Mal unentschieden oder verliere. Okay, ich habe jetzt einfach mal so eine Verteilung reingepackt, die normalerweise üblich ist. Und wir gucken jetzt mal, was wir dagegen spielen könnten. Ähm, natürlich wollen wir gucken einfach, ob wir damit nuken können, weil nuken ist gerade das Wichtigste mit ihm zumindest. Und man könnte ihn, denke ich, auch eher auf Attack spielen und versuchen halt mit dem Beil Verteidigung senken und einfach auf das Ignorieren von Verteidigung als Bonus zu nehmen. Könnten wir auch danach mal probieren gleich. Aber ich würde jetzt erstmal wieder das Gleiche versuchen und denke ich, das probieren wir jetzt erstmal. Also wir hatten ja gesehen, es hat jetzt nicht viel gebracht. Im Sinne von, ne? So, wir probieren es einfach mal.
Okay. Wir versuchen erstmal sie, weil sie ist ja Full Death. Vielleicht kriegen wir sie ja down. Wir werden sehen. Naja. Also als Single Nuker ist er eher weniger zu gebrauchen, würde ich meinen. Er macht zwar, was geht. Es geht. Jetzt probieren wir es mal anders. Wir gehen jetzt auf Full Attack und probieren wirklich, wir brauchen noch kein Crit Rate. Wir gehen voll auf Attack und gucken mal, was dann passiert. Mm, ist eigentlich egal, was wir machen. So. Wir haben jetzt 42% Angriff, wir haben Attack Buffer und Speed Buffer. Mal schauen. So, er kriegt den Buff. Wir gehen natürlich wieder mit dem Skill rein. Diesmal gehen wir nicht auf sie. Ich würde sagen, wir gehen diesmal auf ihn, weil wir Verteidigung ignorierenden Schaden machen werden mit den Beilen. Deswegen und dadurch, dass sie ja keine ignorierenden, keinen Death bekommt, Death Break, gehen wir auf ihn. So, jetzt gucken wir mal, was normalerweise sollten wir jetzt eigentlich ausschließlich Beil bekommen. Ein Beil, zwei Beil, eine Granate und ein Hammer. Und boom, 20.000. Ja, ja, damit kann man arbeiten. Damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Es sah sehr gut aus vom Schaden her. Es ist halt jetzt nur die Frage, wie konsistent wird das jetzt sein? Aber dennoch haben wir wieder eine Granate bekommen, was vielleicht hätte nicht sein dürfen, weil 7.000 ohne Deathbreak ist nicht schlecht, muss man sagen. Ist nicht schlecht. Aber jetzt haben wir 3 Runden Cooldown. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Werden wir denn die Fähigkeit ready? Also ihr müsst auch bedenken, natürlich, ich habe keine Skill-Ups drin, aber es geht ja eigentlich nur hauptsächlich um den Skill selber, welche Items genommen werden. Also es geht nicht um den Schaden per se. Klar, wenn ich jetzt zum Beispiel die Skill-Ups full hätte, hätte ich den Bären wahrscheinlich direkt gekillt. Aber es ist halt sehr viel RNG dabei. Jetzt gucken wir mal, sollen wir mal auf sie gehen? Ja, ich denke mal, wir versuchen jetzt mal auf sie ohne Defense Break. Mal gucken, wie oft wir ignorieren und wie viel Schaden wir ohne Defense Break machen werden. So. Beil kommt als erstes. Zweites kommt eine Handgranate. Dann kommt der Hammer. Dieser Hammer hat eigentlich hier gar nichts zu suchen, meiner Meinung nach. Wir haben so viel Attack im Vergleich zur Verteidigung, dass der Hammer überhaupt nicht vorkommen dürfte. Und dann kommt wieder am Ende noch ein Beil. So, der erste Beil ohne Defense Break macht 1200. Der zweite ignoriert 11.700 trotzdem. Und dann 1900. Okay. Nicht schlecht. Ich hoffe, ihr konntet was lernen bei dem Kampf. Wie ihr gesehen habt, also man könnte theoretisch noch versuchen, ihn auf Death zu bauen mit Accuracy und Speed und HP, so dass man halt die ganze Zeit versucht, einen Hammer und Gifte drauf zu bekommen als CCler. Aber würde ich nicht empfehlen, es bringt nichts. Es ist ein Single-Target-Monster und auf Single-Target CCler RNG-mäßig ist das einfach nichts wert.
Die Werte von denen sind einfach viel zu zufällig. Die funktionieren meiner Meinung nach nicht so gut. Ich denke, ich werde da auch dem Entwickler noch mal Bescheid geben oder vielleicht auch ein Video schicken, wie ich das empfinde, und zeige, wie es funktioniert. Vielleicht haben sie es selber nie wirklich richtig getestet oder vielleicht ist es auch nur ein Bug. Das kann ja auch sein und sie wissen es nicht. Deswegen, also vorerst würde ich euch empfehlen, ihn nicht zu bauen. Ist zwar schade, ich habe mich sehr gefreut über dieses Element, als ich den Patch damals gelesen habe. Ich wollte ihn unbedingt haben, habe ihn bekommen und bin enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Sehr enttäuscht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen helfen, die Wahl dazu zu bringen, ob er ihn bauen möchte oder nicht, weil es gibt viele, die sagen, ich habe den jetzt bekommen, soll ich den bauen? Ist leider ein etwas schlechterer Element im Lichtbereich. Ich meine, er ist trotzdem an sich stark, wenn die Fähigkeit richtig funktionieren würde. Ihr habt ja gesehen, wie viel Schaden er anrichten kann, wenn der Angriff voll drauf knallt. Also wirklich, wenn da 4 Beile fliegen würden, wäre der Gegner tot. Wenn da 4 Granaten fliegen würden, tut mir leid, dann wäre der Gegner auch tot. Und ich finde, die Wahrscheinlichkeit ist einfach viel zu gering, dass genau das kommt, was man ja auch erwartet, dass es kommt, weil man baut den ja quasi in den Bereich und er soll ja dann auch wirklich, ne, abliefern. Und mit diesen Stats erwarte ich halt deutlich mindestens 70% Beile, weil ich so viel Angriff habe im Vergleich zur Verteidigung. Verteidigung ist halt ein Witz im Vergleich, ne? Aber es ist egal, was man sagt. Klar, ich meine, ich habe die Skill-Ups nicht, das ist normal. Es wird jetzt auch nur den Schaden erhöhen. Es wird nichts an der Fähigkeit selber ändern. Das heißt, wenn ich den Schaden erhöhen würde, würde ich den Bären auch ohne Probleme down machen, wenn Beile kommen würden. Das ist halt nicht der Fall. Hier genauso. Und also die Fähigkeit ist nicht schlecht. Die funktioniert auch sehr gut. Nur, wenn das so RNG-lastig ist, sollte diese Fähigkeit jedes Mal ausgelöst werden. Nach jedem Angriff, nach jedem Single-Hit, also nach jedem Skill 1, nach jedem Skill 3 sollte diese Fähigkeit trotzdem ausgelöst werden als passive. Würde ich dann eher sehen und sagen, okay, dann nehme ich das RNG in Kauf, aber dafür kriege ich mal einen extra Hit noch dazu. Das wäre auch völlig fein. Damit würde ich auch dann leben können mit dieser Fähigkeit, wenn die so RNG-mäßig ist, aber so ist es schwer. Deswegen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen da, lasst gerne einen Comment da, ob ich euch davon abgehalten habe, ihn jetzt zu bauen und euch damit einzigste erspart habt, den ihr vielleicht besser investieren könnt. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.